Mein Name ist Martin Haferl und ich gründete 1991 mit meinem Partner Manfred Gmeiner die Gmeiner Haferl und Partner ZT GmbH. Wir starteten als Zwei-Mann-Büro und sind mittlerweile eine Gruppe von 24 Leuten, welche fasziniert sind von schönen Konstruktionen und wo man merkt, dass das Planungsteam Freude daran hatte, daran zu arbeiten. Und das haben auch wir als unsere Aufgabe gesehen und wollen das auch zeigen. Das Projekt, über das ich sprechen möchte, ist der Donau-City Tower 2. Er ist das zweithöchste Gebäude Österreichs mit 52 Obergeschossen, 6 Untergeschossen. Die Gebäudehöhe ist 175 Meter über Grund. Die Konstruktion besteht hauptsächlich aus Stahlbeton mit hochbelastete Teile aus Stahl und das Gebäude soll als Wohn- und Office-Building genutzt werden. Die Herausforderungen an der Konstruktion waren sehr vielfältiger Natur. Es mussten die Targets maximaler Nutzflächenanteil zur Gesamtfläche, minimale Barrieren für Haustechnik und Nutzung, minimaler Kosten- und Ressourceneinsatz, maximale Steifigkeit der Konstruktion unter einem Hut gebracht werden. Bei diesem Projekt nutzten wir Idea Statica Detail für die Nachweise hochbeanspruchter Teile. Das waren zum Beispiel die Koppelträger, welche die 4 Kernteile miteinander verbinden. Die oft wechselnden Anforderungen der Haustechnik und deren Öffnungen mussten hinsichtlich Tragfähigkeit beurteilt werden und die entsprechenden Nachweise geführt werden. Und da half uns Idea Statica sehr dabei, dieses in so kurzer Zeit zu bewältigen. Der zweite Punkt, wo wir Idea Statica Detail genutzt haben, war der Nachweis der Einleitung einer Aussteifungskraft aus einer Querwand in eine Stahlstütze mit einer Größe von 190.000 kN. Was ich an Idea Statica Detail sehr schätze, ist, dass man in einem dynamischen Planungsumfeld mit ständig wechselnden Anforderungen im BIM-Zeitalter sehr schnell Antworten geben kann den anderen Planungsbeteiligten, ob gewisse Anforderungen vom Tragwerk her und der Tragfähigkeit möglich sind. Meine Intention ist auch, dass man der nächsten Generation zeigen kann, dass das Planen an einem Tragwerk Freude machen kann, dass es auch ein kreativer Beruf ist, wo man dann später am fertigen Werk seinen Input erkennen kann.